Es ist wirklich das allererste Mal auf der Welt, dass Leute das neue 135 mm testen, außerhalb von Wildrox und professionellen Testern, würde ich mal sagen. Als Fotodesigner selber bin ich ja ein bisschen Profi und weiß, wonach ich suche. Und deswegen war ich heute auf der Suche nach dem 135er und bin schwer begeistert. Ich war hier, um das 135 mm mir anzugucken. Eigentlich für den Set-Mount gab es nicht, aber glücklicherweise eine Sony-Kamera zum Leihen. Hab mir das angeguckt, hab's quasi so mit Available Light fotografiert, mit Blitz. Und ohne jetzt auf dem Rechner schon mal raufgeguckt zu haben, nur auf der Kamera würde ich denken, ist das ein ziemliches, das ist was geworden. Ich könnte mir auch vorstellen, das zu kaufen. Und eigentlich war ich nur deshalb hier. Hab dann aber nochmal mit dem Michael zusammen im Photowalk das 1618 probiert. Ich glaube, das brauche ich auch. Abschließende Worte. Hat riesig Spaß gemacht. Wetter hätten wir uns nicht besser bestellen können, hätten wir uns beeinflussen können. Also Traumhaft, wirklich. Wir waren draußen. 20 Grad, kein Wind, blauer Himmel. Ich glaube, viel schöner geht's nicht. Ich bin froh, wenn das noch geklappt hat mit dem 135er. Es war ja eine knappe Kiste. Das ist hier mit den Vorserienmodellen, mit Zoll und allem drum und dran. Ob das gut, ich sag mal, von den Jungs, die jetzt da waren, das Model, also ich meine, viel besser ging es auch nicht. Ich hoffe, es hört nicht zu und wird jetzt zu übereifrig. Nee, die Leute waren auch sehr zufrieden und überrascht von dem Objektiv auch. Es sieht optisch natürlich groß und richtig schwer aus, aber im Endeffekt Es ist auch groß und schwer. Es ist groß und schwer, aber man hätte gedacht, es kommt da noch mehr Gewicht bei rum. Das war dem nicht so. Autofokus waren alle mega begeistert von, auch die Schärfe. Also beim 135 1.8 ist ja ordentlich Glas zu bewegen. Das Ding ist ja... Also auch beim näheren Abstand, Einstellgrenze und so weiter. Sind auch, was wir schon gesehen haben, bei den Leuten richtig, richtig gute Fotos bei rumgekommen. Ja. Natürlich auch waren wieder alle Marken vertreten. Auch wenn das 135er jetzt für Sony jetzt in diesem Fall war, ist es trotzdem so, dass ja auch Nikon-Leute da waren. Die haben dann auch mal eine Sony-Kamera in die Hand gedrückt bekommen. Seine Kamera. Genau. Und aber auch natürlich die Pro-Objektive, die APS-C-Objektive, auch das 16 mm fürs Vollformat ging hier reihenweise jetzt in den Testen über den Tisch, sage ich mal. Die Leute waren begeistert und viele waren doch sehr erstaunt. Die hatten diese Brennweite von 16 mm gar nicht auf dem Kasten gehabt, aber waren doch mega begeistert und überlegen jetzt, brauche ich wohl 16 mm oder nicht? Ja, und vor allem dann halt noch mit dem Gutschein, den wir jetzt haben, auch noch, kam schon sehr positiv an. Bilder, also das, was ich bisher gesehen habe, richtig schick. Also ich bin wieder sehr happy auf jeden Fall. Sehr, sehr müde, sehr happy. Ja. Ich hoffe, es geht weiter. Auf jeden Fall. Ciao.